Das ist Afrika. Welcome to Senegal. Oh mein Gott. Wow, was war das für ein Attack-Move? Guckt sie euch an, meine Jungs. Ich bin übelst fertig. Nach einem sehr anstrengenden Tag mit mehreren Grenzübertritten waren wir einfach nur froh, endlich einen Campingplatz anzusteuern. Man merkt bereits an der senegalesischen Grenze, dass man nun Westafrika erreicht hat. Kann sein, ja. Auf Palmstämmen gelagert. Herrlich. Einfach nur herrlich. Nein, ich will nicht Lehrer. Ist der riesig. Guck mal, das steht da nichts. Und er hat riesige Augen. Die sieht wirklich aus wie Mr. Krabs. Wow, 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 wow. Was ist denn das? Kann der nach hinten gucken? Hat er 360-Grad-Augen? Boah, der kann seine Augen in alle Richtungen bewegen. Kranker Typ. Geil. Ja, klammheimlich. Ja, ja, ja. Leute, ihr glaubt es kaum, es regnet draußen. Das ist unser erster Regen seit Monaten. Das ist schön. Und wenn wir nicht jetzt durch den Regen geweckt worden wären, dann wird man bestimmt auch gerade draußen im Regen tanzen. Aber so ist es einfach gemütlich noch drinnen zu liegen und den Regentropfen zuzuhören. Seit Monaten haben wir die nicht gehört. Ja. Meine einzige Sorge ist, ob wir auf den Platz wieder wegkommen, weil wir stehen auf Sand. Wenn es jetzt richtig losgehen sollte, dann haben wir ein Problem. Herzlich willkommen aus dem Senegal! Wir haben es geschafft! Und wir stehen gerade schon vor unserem ersten Highlight, der Baobab-Baum. Auch der Lebensbaum genannt. Und der ist so cool, der ist so riesig. Und es ist auch jede Menge Leben auf dem Baum. Ja. Es geht richtig dolle ab. Jede Menge Lärm von den Vögeln und Tieren. Total cool. Wir waren die letzten Tage auf dem Campingplatz. Da haben wir uns noch nicht gemeldet, weil wir noch so ein paar Sachen zu tun hatten und uns erstmal
akklimatisieren mussten. Wir fahren heute nach Dakar weiter. Wir müssen zum Arzt. Tina hat... Ja, ich habe so was Unschönes, Komisches hier am Arm. Wir wissen nicht, was es ist, deswegen wollen wir es lieber nachprüfen lassen. Ja. Und dann haben wir immer noch die Magenprobleme und das wollen wir einfach mal abchecken lassen, nicht, dass wir einen Parasit drin haben. Und außerdem müssen wir sowieso unser Auto die Aufenthaltsgenehmigung verlängern, weil die gilt nämlich in Senegal insgesamt noch 40 Tage. Und nach 10 Tagen muss man in die Hauptstadt, um sich einen Stempel abzuholen. Genau, dann hat man die nächsten 15 Tage und dann kann man noch mal 15 Tage verlängern. Der kleine Stinker, der beißt zurzeit nämlich immer seine Leine durch und sein Geschirr. Hat er auch schon versucht, ja? Das genau, ist schon zur Hälfte durchgebissen. Da müssen wir auf jeden Fall in Dakar heute hoffentlich irgendwo einen Tierladen, Hundeshop finden. Und ja, uns erstmal eindecken mit meinem Geschirr und neuer Leine. Futter brauchen wir. Auch mit Party machen hier oben. Hüpfst du jetzt auf ein Nest oder was? Was? Hüpfst du jetzt auf ein Nest oder was? Nein. So cool, wie viele Tiere hier oben sind. Marco hat gestern einfach 8 Mangos für 1 Euro gekauft. Richtig krass. Und die sind super lecker. Deswegen heißt für uns die nächsten Tage einfach immer nur Mango essen. Cesar, du suchst dir immer den größten Platz aus, ne? Hast dich hier noch reingedrückt. Er liebt Markus Rucksack. Er sitzt immer auf Markus seinem Rucksack. Das heißt also Regenzeit in Senegal. Ich weiß nicht, wie tief das ist. Wir haben gelesen, dass es sehr häufig vorkommt, dass Straßen auf jeden Fall überflutet sind. Allgemeine Aufregung, wir sind da im Krankenhaus. Alle werden untersucht, aber du diesmal nicht. Du heute nicht. Du siehst da am spannendsten hier, Cesar. Guten Morgen, Senegal. Guck mal, was wir wieder vor der Straße haben am Anfang direkt des Tages. Ah, das ist so geil. Überall eine richtige Matschparty. Die Gang hat es endlich geschafft. Wir sind raus aus dem Auto, wir haben gefrühstückt und wir haben Cesar endlich aus dem Auto bekommen. Der wollte nämlich drin chillen. So, wir gucken uns jetzt das Monument der Wiedergeburt Afrikas an. Das ist eine 49 Meter hohe Statue, Bronzestatue. Und abgebildet ist da ein Mann, eine Frau und ein Kind, die Richtung Atlantik gucken. Und es ist die größte Statue in ganz Afrika. Das nächste Problem ist, wir dürfen mit Cesar nicht hoch. Warum auch immer, obwohl alles ohne Eintritt ist, obwohl hier alles im Freien ist, wäre er ein zu hohes Sicherheitsrisiko. Ja, blöd. Jetzt muss einer unten warten mit ihm und einer kann hochgehen und dann wechseln wir uns ab. Die Afrikaner, die haben echt mächtig Respekt vor Hunden, habe ich das Gefühl. Es ist auch ganz oft, dass die Leute wegschrecken vor uns. Es ist selten, dass die Leute rankommen und uns streicheln wollen. Dieses Denkmal wurde 2010 errichtet und soll repräsentieren, dass Afrika sein Schicksal selbst in die Hand nimmt.
Die offizielle Eröffnung des Denkmals fand auf den Tag genau 50 Jahre nach der Unabhängigkeit Senegals von Frankreich statt. Und natürlich hat man kein Glück. Jetzt muss jeder hier alleine hoch. Ach, das ist ja ärgerlich. Also Dakar liegt ja eigentlich noch in der Trockensavanne und direkt hier am Meer. Aber ist so eine enorme Luftfeuchte. Mir läuft der Saft die ganze Zeit. Jetzt ziehe ein paar Treppenstufen hier hoch. Boah, Wahnsinn. Prost! Liebe Kokosnusswasser. Die Frage ist nur, ob Marco nachher die Kokosnuss auch öffnen kann, damit wir das Fleisch essen können. Wieso soll ich das nicht können? Weil wir nicht so eine krasse Machete haben wie der Typ da drüben. Ich hab eine Axt. Okay, Marco versucht jetzt mit seiner Axt die Kokosnuss zu spalten. Yes! Yes, baby. Easy peasy. Easy peasy. Yay! Das immer machen lassen. Gute Frage. Wenn es ziemlich klipprig ist, noch ziemlich weich, dann kann man das ganz einfach mit dem Löffel rauslöffeln. Aber wenn das hart ist, dann muss es an der Seite auch weggemacht werden, also die Schale. Dann wird es spannend. Nicht gut. Schmeckt ganz sauer. Das ist vielleicht keine Esskokosnuss. Ah. Ja. Das ist nicht zum Essen, Schatz. Bloß zum Trinken. Schade. Wir waren ja gestern im Krankenhaus, also beim Arzt. Ich war zumindest beim Arzt. Marco war draußen mit Cäsar, weil er natürlich nicht mit rein durfte. Und hier mit meinem Arm wusste der Arzt jetzt auch nicht genau, was es ist. Er hat zumindest ausgeschlossen, dass es Borreliose ist und meinte, dass es entweder von einem Insekt oder einer Zecke ist oder eventuell ein Pilz. Hat es auch seinem Dermatologenkumpel noch geschickt und ich muss jetzt so ein Puder drauf machen und wir müssen gucken, dass es besser wird. Er meinte, wenn es nicht besser wird in 3 Tagen, dann würde er gerne eine Gewebeprobe nehmen. Und dann hat er uns Antibiotika verschrieben, weil Marco immer wieder Bauchschmerzen hat und es mir immer wieder zwischendurch übel ist und ich ziemliche Kopfschmerzen habe. Und er hat behauptet, dass es gut sein kann, dass wir Bakterien oder einen Parasit haben, noch als wir ganz am Anfang in Marokko eben das Leitungswasser getrunken haben. Weil er meinte, es kann nicht sein, dass eben so lange die Schmerzen andauern. Ja, wir hoffen jetzt einfach, dass das Antibiotika anschlägt und es uns dann einfach wieder richtig gut geht. Also es kam mal wieder alles anders als geplant. Wir wollten eigentlich heute Abend nur noch in einen Tiershop eine neue Leine für Cäsar kaufen und ein neues Geschirr, weil er ja beides schon angeknabbert hat.
Und dann wollten wir weiterfahren auf das Amt, um unseren Autopass abzustempeln, damit wir noch länger mit dem Auto im Senegal bleiben können. Auf jeden Fall habe ich es ein bisschen verbockt. Ich habe nämlich wieder was gemacht, was ich schon mal gemacht habe. Ich wollte noch Geld abheben in so einem großen Einkaufszentrum und meine Karte ist schon mal im Automat stecken geblieben, direkt am ersten Tag, als wir im Senegal angekommen sind. Es war absolutes Drama, ich habe sie wieder bekommen, aber jetzt ist sie wieder stecken geblieben, weil ich, Depp, die Karte bei derselben Bank reingesteckt habe. Also es war ein Automat von derselben Bank und jetzt wurde die Karte geschluckt und wir stehen wieder hier und können auch erst morgen zu dieser Bank gehen, um die Karte da wieder zurückzubekommen. Und deswegen ist die Stimmung jetzt gerade nicht so gut. Wir wollten nämlich heute Abend weiterfahren. Wir haben gemerkt, dass es einfach zu viel ist mit Cäsar hier in der Stadt und auch für uns. Es ist so heiß und mit dem Auto und allem. Deswegen sind die zwei hier ziemlich fertig und angenervt. Ja. Ganz ehrlich, ist mir gerade alles zu viel. Die Hitze ist unausstehlich. Ja, wir sind alle ein bisschen am Leiden. Ne? Ich will zurück nach Europa. Wir sind ja nur am Geld ausgeben für Sachen, die uns nicht mehr was bringen. Irgendwelche Dokumente, ständig irgendwelche Polizeikontrollen, die uns immer abzocken wollen. Dann gibt es hier keine Campingplätze in Dakar. Du kannst ja nirgendwo übernachten. Letzte Nacht, wo wir standen, da war wie eine Art Partymeile. Ja. Und natürlich klopft alle 2 Minuten jemand ans Auto und die sind ja auch alle nett, aber du kriegst halt nie deine Ruhe. Dann war es so heiß, wir konnten die Türen und die Fenster leider nicht, also die Türen nicht auflassen, weil, keine Ahnung, wir uns einfach unwohl gefühlt haben, weil da so viele Menschen waren, die da auch Cäsar wäre auch rausgesprungen. Ja, und so viele Menschen, die da halt auch rumgestromert sind. Also ganz ehrlich, wo man nicht weiß, ist das jetzt sicher oder nicht. Und keine Ahnung, wir haben die Nacht bestimmt mit 35 Grad im Bus verbracht. Wir waren klitschnass geschwitzt. Wir konnten auch keinen Ventilator anmachen, weil unsere Batterie nicht ganz voll war. Ja, weil das Solarpanel so schmutzig ist, weil da nichts durchkommt. Und ich aber zu faul bin, hochzugehen, das zu säubern, weil es mir zu heiß ist. Ja, es ist auch echt brutal heiß. Es ist eine Kausalkette. Es geht nicht, man kann nicht hier gerade das Solarpanel reinigen. Das ist zu hart. Wir haben halt leider, keine Ahnung, hätten wir das vorher irgendwie so, hätten wir einfach drüber mehr nachdenken sollen und noch eine Dachluke einbauen sollen mit einem Ventilator, einfach, dass wir 2 haben, wo es ein bisschen durchzieht. Aber so steht die Luft. Weil so ist es unausstehlich, das ist der Hammer. Und willst du doch zum Thema Wasser was sagen? Ja, Wasser ist auch ein Problem. Kriegt man hier nirgendwo. Wir kaufen jetzt halt immer Wasser. Wir wollten es ja extra nicht, weil wir nicht ständig diese Plastikflaschen holen wollen und dann damit 100 Liter befüllen, also unseren Tank. Das ist halt auch nicht so sinnvoll. Aber dann gibt es ja nirgendwo Wasserhähne zum Abzapfen. Dann Campingplätze, selbst da hat es bisher immer nicht gepasst, irgendwie mit den Adaptern und sonstiges. Kein Plan. Ich habe gerade echt keinen Bock mehr. Ich will am liebsten zurück. Ich bin nicht für die Hitze gemacht. Wir sind seit... Wie vielen Monaten sind wir jetzt in der Hitze? Ich weiß es nicht. Seit März? Also wir sind jetzt bald seit 2 Wochen auf jeden Fall in Afrika. 2 Monaten, oder? 2 Monaten sind wir in Afrika. Wir sind seit Juni... wir sind Anfang Juni in Marokko eingereist, aber davor war es natürlich in Spanien, Portugal war es schon auch warm. Natürlich nicht ganz so krass wie jetzt hier in Afrika. Nee, das ist eine ganz andere Wärme, das kannst du gar nicht vergleichen. Aber seit 1,5 Monaten geht es richtig ab, ey. Ja, und jetzt hier ist halt noch die Luftfeuchtigkeit dazugekommen. Keine Ahnung, du bist wie in einer Sauna. Und es geht übelst aufs Gemüt. Also bei mir steht es echt hier oben irgendwo. Kein Bock mehr. Over and out. Over and out. Leute, da kommt ein krasses Gewitter. Hoffentlich. Ja, hoffentlich kühlt es dann ab, aber ich bezweifle es. Jetzt sieht das geil aus. Was sagst du?
Wir sind immer noch auf dem Parkplatz. Tina war heute früh bei der Bank und die Karte kommt frühestens heute Nachmittag zu denen. Also Ja. müssen wir jetzt noch warten. Ein Externer sammelt die Karten immer an den Automaten ein. Und deswegen bekomme ich eine WhatsApp-Nachricht oder werde angerufen, sobald die Karte dann bei der Filiale, bei der Bank ist. Zum Glück hatten wir den mit dem Parkplatzwächter, der war echt Gold wert. Ja, Hat der war uns super so geholfen. süß. Ja, der hat mich sogar heute Morgen zur Bank begleitet. Der war richtig lieb. Ja, vielen lieben Dank. Jetzt wird unser Solarpanel endlich sauber. Stimmt. Einmal ist erledigt, ohne was dafür zu tun. Yay! Wir verlassen jetzt den Parkplatz, fahren erstmal raus und gucken, dass wir mit Cäsar irgendwo Gassi gehen können. Frühstücken und dann nehmen wir nochmal das in Angriff mit den Papieren für einen Pumba. Gucken, die verlängern und dann müssen wir ja später wieder hierher zurückkommen, um unsere Bankkarte abzuholen. Hoffentlich klappt das. Nachdem wir die Bankkarte zurückbekommen hatten, wäre ein Boot die wesentlich komfortablere Variante gewesen, um Dakar zu verlassen. Auf dem Weg zu unserem nächsten Ziel hatten wir für lediglich 70 Kilometer insgesamt 4 Stunden mit dem Regenzeitchaos zu kämpfen. Wohin es uns verschlagen hat, erfahrt ihr im nächsten Video. Alter, du siehst nur nicht, in welches Loch du hier reinfährst. Guck dir das an. Das ist ein reißender Fluss. Regenzeit im Senegal. Oh mein Gott. Oh. Der Abenteuerhund ist wie immer dabei, hä? Nichts verpassen. Nach 100 Metern links abbiegen auf Rudi. Links abbiegen. Situation unverändert.